Herzlich willkommen, liebe Freunde der Geschichte und Liebhaber mystischer Orte auf unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, um mit uns in die Tiefen der Vergangenheit einzutauchen. Heute nehmen wir euch mit an einen Ort, der wie kein anderer die Sehnsucht nach einer längst vergangenen Epoche verkörpert. Ein Ort, der aus den Nebeln der Zeit aufzusteigen scheint, um uns die Geschichten von Ehre, Pracht und herrschaftlicher Melancholie zu erzählen. Begleitet uns zur prachtvollen Löwenburg Kassel. Inmitten des weitläufigen, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Bergpark Wilhelmshöhe, hoch über den Dächern der Stadt Kassel, erhebt sich ein Bauwerk, das den Betrachter in Staunen versetzt. Es ist das Jahr 1793, als die Welt im Umbruch liegt. Während in anderen Teilen Europas alte Ordnungen stürzen, beginnt hier in Hessen ein visionäres Projekt. Die Löwenburg Kassel wurde nicht als Festung für blutige Schlachten erbaut, sondern als ein Ort der Träume. Die Wahl des Standortes war kein Zufall. Auf einer Höhe von etwa 350 Metern über dem Meeresspiegel, eingebettet in die sanften Ausläufer des Habichtswaldes, sollte dieses Schloss als Lustschloss dienen. Doch es war weit mehr als das. Es war eine bewusste Inszenierung von Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich. In einer Zeit, in der die Aufklärung den Verstand betonte, suchte man hier die Flucht in die Emotion, in die Ritterromantik. Die Löwenburg wurde als künstliche Ruine konzipiert. Ein geniales architektonisches Statement, das den Anschein erwecken sollte, schon seit Jahrhunderten den Stürmen der Zeit getrotzt zu haben. Hinter diesem meisterhaften Entwurf stand ein Mann von gewaltigem Einfluss, Wilhelm I. von Hessen-Kassel, zunächst Landgraf und später Kurfürst. Er war es, der den genialen Kasseler Architekten Heinrich Christoph Jussow beauftragte, seine Träume in Stein zu meißeln. Jussow, der zuvor England bereist und dort die aufkeimende Neugotik studiert hatte, schuf mit der Löwenburg eines der frühesten und bedeutendsten Beispiele der Neugotik-Architektur in Deutschland. Wilhelm I. sah in diesem Schloss seinen ganz persönlichen Rückzugsort. Hier, fernab der höfischen Etikette des großen Schlosses Wilhelmshöhe, fand er Ruhe, oft in Begleitung seiner geliebten Caroline von Schlotheim. Die Löwenburg war sein privates Refugium, ein Ort, der so eng mit seiner Seele verbunden war, dass er ihn auch über den Tod hinaus nicht verlassen wollte. Nach seinem Ableben im Jahr 1821 fand der Kurfürst seine letzte Ruhe in der Gruft unter der Schlosskapelle. Sein Erbe wurde von seinen Nachfolgern bewahrt, doch keinem bedeutete dieser Ort so viel wie seinem Schöpfer, dessen Geist noch heute in den kühlen Gängen zu spüren scheint. Wenn man vor der Löwenburg steht, vergisst man leicht, dass dieses Bauwerk erst um 1800 vollendet wurde. Die architektonische Finesse ist atemberaubend. Das Ensemble besteht aus 4 Hauptwohngebäuden, die sich um einen malerischen Innenhof gruppieren. Ein markanter Bergfried, Wehrgänge und zinnenbewehrte Mauern vermitteln das Bild einer uneinnehmbaren Trutzburg. Das verwendete Material erzählt seine eigene, fast tragische Geschichte. Es handelt sich um den lokalen Habichtswälder Basalttuff. Dieser poröse Stein verlieh der Burg von Anfang an das gewünschte Alter, die weiche Patina der Jahrhunderte. Doch die Natur ist unerbittlich. Der Tuffstein ist wetteranfällig und so begann das Schloss bereits kurz nach seiner Fertigstellung wahrhaftig zu verwittern. Ein Prozess, der die künstliche Ruine in eine echte Ruine zu verwandeln drohte. Technisch gesehen war die Burg ein Wunderwerk ihrer Zeit. Hinter der mittelalterlichen Fassade verbargen sich luxuriöse Innenräume im barocken Stil, die mit feinster Ausstattung glänzten. Heute beherbergt die Burg
eine der beeindruckendsten Waffensammlungen Europas, mit Rüstungen und Schwertern aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die von der Größe vergangener Helden künden. Jeder Ort von solcher Pracht trägt Geheimnisse in sich. Man erzählt sich, dass in nebligen Nächten, wenn der Mond hinter dem Herkules-Monument hervorlugt, ein einsamer Ritter auf den Mauern der Löwenburg gesichtet wurde. Es heißt, es sei der Geist des Kurfürsten selbst, der über seine geliebte Schöpfung wacht. Doch die vielleicht faszinierendste Legende ist die der bewussten Täuschung. Die Löwenburg ist ein Mythos aus Stein. Sie erzählt eine Geschichte von Rittern, die es hier nie gab, und von Belagerungen, die nie stattfanden. Diese Aura der Mystik zieht Besucher magisch an. Es ist das Spiel mit der Zeit, das Gefühl, in eine andere Dimension zu treten, sobald man das Tor passiert. Wer durch den Schlossgarten wandelt, hört das Echo von Rüstungen und das ferne Lachen vergangener Feste. Eine akustische Illusion, die durch die Akustik der umliegenden Wälder und der Architektur perfekt inszeniert wird. Die historische Bedeutung der Löwenburg Kassel kann kaum überschätzt werden. Als eine der ersten neugotischen Anlagen auf dem europäischen Festland markiert sie den Beginn einer neuen Ära in der Kunstgeschichte. Sie ist das steinerne Zeugnis für den Wandel des Zeitgeistes von der rationalen Klassik zur emotionalen Romantik. Ihre Einzigartigkeit wird durch die tragische Ironie des Schicksals unterstrichen. Während des Zweiten Weltkriegs, im Oktober 1943, wurde die Burg durch Fliegerangriffe schwer beschädigt. Der Bergfried stürzte ein und das Schloss, das einst als Ruine geplant war, lag tatsächlich in Schutt und Asche. Doch wie ein Phönix aus der Erde wurde sie über Jahrzehnte hinweg mühsam rekonstruiert. Dieser Prozess der Wiedergeburt verleiht ihr heute eine tiefe symbolische Kraft. Sie ist ein Denkmal der Beständigkeit gegenüber der Zerstörung. Heute ist die Löwenburg Bergpark Wilhelmshöhe glanzvoller denn je. Nach jahrzehntelanger Restaurierung, die erst im Jahr 2022 ihren krönenden Abschluss fand, ist auch der 25 Meter hohe Bergfried wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Von oben bietet sich ein Blick, der die Seele berührt, über den Park, hinunter zum Schloss Wilhelmshöhe und weit in das Land Hessen hinein. Die Burg ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein Star der Leinwand. Wussten Sie, dass hier bereits 1922 Filmgeschichte geschrieben wurde? In »So sind die Männer« war hier das Leinwanddebüt der legendären Marlene Dietrich zu sehen. Auch moderne Meisterwerke wie The Grand Budapest Hotel nutzten die mystische Kulisse dieses Ortes, um ihre Zuschauer zu verzaubern. Für Fotografen bietet das Schloss unzählige Fotospots Kassel, an denen Licht und Schatten ein ewiges Schauspiel aufführen. Wenn ihr nun den Ruf der Ritterromantik spürt, dann ist eine Löwenburg-Kassel-Führung ein absolutes Muss. Ihr findet diesen magischen Ort im südlichen Teil des Bergparks Wilhelmshöhe in Kassel. Ob bei einem entspannten Spaziergang durch den Park oder einer gezielten Tour zu den Kassel-Sehenswürdigkeiten, die Löwenburg wird euch verzaubern. Achtet bei eurem Besuch auf die besonderen Details. Die Schlosskapelle mit ihren mittelalterlichen Schätzen und das beeindruckende Inventar, das die Pracht des 18. Jahrhunderts atmet. Der Park selbst lädt zu stundenlangen Entdeckungsreisen ein, bei denen hinter jeder Wegbiegung ein neues Geheimnis warten könnte. Wir hoffen, diese Reise in die Welt der Ritterburg Hessen hat euch ebenso fasziniert wie uns. Die Geschichte Löwenburg Kassel ist ein Beweis dafür, dass Träume aus Stein die Jahrhunderte überdauern können. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Wir hoffen, wir konnten eure Neugier wecken und euch ein Stück der Magie dieses Ortes vermitteln.
Mehr Informationen über dieses beeindruckende Objekt, wie etwa die Löwenburg Kassel-Eintritt, Preise, die genaue Adresse, Tipps zum Parken Bergpark Wilhelmshöhe sowie die aktuellen Öffnungszeiten Löwenburg findet ihr unter dem Link zur offiziellen Quelle, den wir für euch in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von Legendäre Burgen und Dome verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tore zu den Geheimnissen der Vergangenheit öffnen.